Mein Name ist Rüdiger Schulz, bin 54 Jahre, habe Physik studiert, habe eine Laufbahn an verschiedenen Stellen innerhalb der Bundesrepublik gehabt, bin momentan in Dresden und habe mal hier angefangen, über mich selbst nachzudenken und bin so dann auch hier zur Champions Tour gekommen. Was waren deine Beweggründe für die Teilnahme an der Champions Tour? Das war so eine situative Geschichte, wo ich mir überlegt habe, ob ich mal sagen, das erreicht habe, was ich hätte erreichen können, ob ich mich an irgendeiner Stelle noch weiterentwickeln kann oder ob ich jetzt mit dem so akzeptiere oder das bisherige Leben oder das zukünftige Leben so akzeptieren soll, wie es jetzt kommt oder inwieweit ich dann halt da selbst noch drauf Einfluss nehmen kann. Wie hast du die Champions Tour für dich persönlich empfunden? Sehr tiefgreifend. Also ich bin reingegangen mit einem ist ein Seminar wie jedes andere und das meiste kenne ich ja schon, weil ich vieles in meinem Berufsleben schon gemacht habe. Und bin aber doch einigermaßen überrascht worden, wie tiefgründig das dann doch in die Persönlichkeit eingegangen ist oder wie tief das auf die Persönlichkeit eingegangen ist, wie stark ich also auch über mich nachdenken musste und dabei auch Situationen erlebt habe, wo ich richtig für mich auch gemerkt habe, ja, da habe ich eigentlich noch nie so richtig nachgedacht, jedenfalls nicht in der Form, um das dann auch mal schriftlich zu fixieren. Und das war schon ein Erlebnis, muss ich sagen. Was hast du aus der Champions Tour mitgenommen? Es hat Träume wieder reaktiviert. Träume, die ich bestimmt in der Vergangenheit schon mal hatte, die mir irgendwie die ich aus den Augen verloren habe, die durch Familie, Beruf alle irgendwie ein bisschen ins Hintertreffen gekommen sind. Die sind mühevoll wieder hochgeschaufelt worden, was also auch dazu geführt hat, auch wieder Ziele, dass man wieder irgendwo auch ein Lebenselixier, eine Aufgabe sich also auch wieder gestellt hat, sodass man aus diesem täglichen Gedümpel von Schlafen, Arbeiten, Essen, Schlafen wieder ein bisschen rausgekommen ist und doch jetzt auch wieder einige Aktivitäten reaktiviert haben, den Tagesablauf ein bisschen anders gestaltet und das halt nicht mehr nur virtuell oder muss man sagen imaginär im Hinterkopf, sondern wirklich mal auf Papier gebracht, was ich dann eigentlich noch alles so machen möchte. Hat dir die Champions Tour langfristig was mitgegeben? Ich denke mal schon, weil jetzt auch eine ganz andere Achtsamkeit, ein ganz anderes Bewusstsein in vielen Punkten sich entwickelt hat, die aus der Intuition jetzt wirklich ins Leben hineingekommen ist, auf die man sich dann auch wirklich dann konzentriert, auf die ich jetzt achten kann und auch achten werde. Auch im Zusammenhang mit Familie, mit meinen Kindern, mit meiner Schwester, mit meinen Eltern. Sachen aufzunehmen, aufzupassen, was Gutes auch zu tun und aus diesem gefühlten gleichgültigen Trott, den ich bisher hatte, jetzt einfach dann wieder auszubrechen. Welchen Ratschlag hast du für die Personen, die sich beruflich als auch privat weiterentwickeln wollen? Also die Sache, sich mit sich selbst zu beschäftigen, ist weitaus lehrreicher und auch intensiver, als sich jetzt nur mit beruflichen Erfolgen zu beschäftigen. Also auch jetzt weiß ich wieder wesentlich mehr, worauf ich achten möchte, was mir auch wichtig ist im Beruf, was mir also auch von den Werten her wichtig ist und kann jetzt also auch wesentlich besser einschätzen, wo ich mich dann auch dann wohlfühlen kann, welches Umfeld dann auch für mich wichtig ist, was mich weiterbringt, wo ich mich weiterentwickeln kann, was mir also natürlich auch in sämtlichen anderen Situationen durchaus weiterhelfen kann. Also ich kann jedem nur empfehlen, die Champions Tour mal mit sich selbst zu machen, um sich selbst auch nochmal an der Stelle anders kennenzulernen. Nicht besser, aber auf alle Fälle nochmal anders.